Römer Kapitel 1. Paul, Jesus Christus zijn Diener, apart beroepen een apostel te zijn en God zijn evangelium te predigen, dat hij verheer en de heilige schrift durch zijn profeten versproken houdt. Dat evangelium van zijn Zoon, den hem Fleisch nog van doofden stammt. En doordat dat hij vom dood opstonden deed, heeft hij dat durch den Heiligen Geist krachtig bewezen, dat hij God zijn Zoon en ons Herr Jesus Christus is. Durch den wir Gnade en dat Apostelamt gekregen haben, wodurch wir in seinen Namen alle Völker zullen leren dat ze gehorgsam worden en zum Glauben komen. En je zijn ook onder die daar beroepen zijn, Christus aan te geheren. Aan al je in Rome, die daar beroepen zijn, heilig te zijn, God is je God. Mocht genade en vrede van God onze Vader en den Herrn Jesus Christus met je zijn. Eerstens dank ik God durch unseren Herrn Jesus Christus voor je alle, weil eine ganze Welt von jün Glaube geredet wordt. Dan Gott, den ik in mijn Geist door en dein, dat ik dat Evangelium von seinen Zoon predigen doe, weet wo ik immer in meine Gebete aan u denk, en daarom bid, dat ik durch Gott zijn willen, nu toelaatst nog, en weg vinden mocht naar u te komen. Dan ik heb een verlangen u te zijn, en u wat geistliche Gaven met te delen, dat je kan standhaft worden. Dat is, dat ik met u top moet je worden, wil ik aan je zie, beides ik durch junen geloven, en je durch mijnen. En dit zal je weten, breder, dat ik al vorken gepland heb aan te komen, dat ik bij u ook vrucht schaffen kon, zoals bij de andere heiden. Daar is maar nu aber nog immer wat mank gekomen. Ik zie een schuldner aan Griechen, ook aan niet-Griechen, aan geleerde en ongeleerde. Daarom zie ik van mij uit ook dringend, ook u in Rome, dat evangelium te predigen. Dan ik schäme mich niet met dat evangelium van Christus. Dan dat is God zijn kracht, al die selig te maken die daaraan leven. Eerstens de Juden, dan ook de Griechen. Dat wijst ons wo God ons durch den Glauben gerecht maakt. En wo de Glauben immer toeneemt, zoals geschreven staat, de gerechte zal durch seinen Glauben leven. Dat is überall te zijn, wo Gott zijn oor vom Himmel heraufkämmt, über die Menschen ihre Gottlosigkeit en Ungerechtigkeit, die an Ungerechtigkeit die Wahrheit onderdrukken. Dan wordt einer van God weten kaum, weten zij, denn Gott heeft an dat weten loten. Dan van dan als Gott die Welt geschaffen heeft, is seine ewige Kraft en Gottheit, die verheer nicht so te zijn wie voor een dag gekomen en te verstonen, durch dat wat hij geschaffen heeft, zodat sie keine Entschuldigung haben. Und wenn sie Gott auch kannten, sie geben ihm nicht die Ehe aus Gott und haben ihm nicht gedankt. Sie geben sich in ihrem Trachten mit verkehrten Gedanken auf, zodat die Dichternis bei einem Horten Überhand nehmen. Sie geben verweis zu sein, aber mögen sich selbst zu nohren und vertüchten den unvergänglichen Gott seine Herrlichkeit, verjetzen Bilder, Söhne aus von Menschengestalt, Vögel, vierbeinsche Tieren en kruipende kreten. Daarom heeft God aan hen gegeven de onreinigheid te doen, wo ze hem horten gelasten deden, met ihren einen lief en een ander schaun te drijven. Dan ze hebben God zijn waarheid verlegens vertuigd. Zij doen dat wat geschaffen is liever aanbeden en dienen als den, die dat geschaffen heeft, die in eeuwigheid gezegend is. Amen. Daarom geeft God aan en schändliche Last haan, dan Frühlied haben den natürlichen Umgang mit Mana vertuscht verdaut, wat nicht natürlich ist, en haben Umgang mit een ander. En so haben auch die Mounslied den natürlichen Umgang mit Frühlied verloten, en haben an Herd und een ander Maun mit Maun schauen gedreven, en haben an sich selbst die Strophe für ihren Irrtum gekriegen. En so als sie Gott abgeben en nicht mehr anerkennen wollen, so geeft Gott aan ook aan in ihrem gemeinen Denken Dinge zu tun, die nicht gescheit sind. Die sind alle voll Ungerechtigkeit, Hurerie, Bosheit en Jieds, voll Aufgunst en Mord, Streitsucht en Bedriegen en Gemeinheit, Plüdern en Leges, Bieten hingeriks, Haus en Gott, sind fraag, prautzig en puchen. Sie fingen immer mehr Bosheit uit en gehorchen ihre Eltern nicht. Sie haben kein Verständnis und sind nicht zu trühen. Sie haben keine Liebe.
sind nicht willens zu vergeben und haben kein Erbarmen. Und wenn sie auch weten, dass Gott das Todesurteil über die bestimmt hat, die so was tun sie das nicht mal selbst, aber unterstützen andere, die das auch tun. Kapitel 2. Darum habt je, die je andere rechten, keine Entschuldigung. Je verdammen je selbst, weil je kracht dat doen wat je rechten. En we weten dat Gott zijn je recht met recht over die komt, die zo wat doen. En rekens du damit, o mens, dat du Gott zijn je recht uit dem weg komen worst, wanneer du datzelfde deist, wat die doen, die du rechten deist? Oder verachtst du dat Gott so gut, schonend en geduldig met die omgeht? Weißt du nicht, dat Gott darum so lieftolig zu dir ist, dat du die bekehren sollst? Aber da noch aus din Hort waderspannst en Anbuß vor dich ist, sammelst du die Ohren, die an Gott dienen, gerechten Gerechtsdag wordt voor een dag komen. Die in jedem Don alleine wordt als zijn werken gewaast zijn. Die geduldig en aanhoudend Gott zien willen doen, en eer en herrlichkeit en eeuwig leven zeker, wordt hij dat geven. Wer aber eigensinnig en nozig gegen de waarheid is, en dat met de onwaarheid houdendheid, den wordt Gott en zijn oren strafen. Daar wordt treuren en lijden over al die mensen zielen zijn, die bij Zindien blijven, eerstens de Juden en ook de Grieken. Aber eer, herrlichkeit en vrede voor al die dat goede willen, eerstens Juden, aber ook de Grieken. Gott mögt kein Unterschied maken mensen. Wer ohne Gesetz gesündigt haft, wird ohne Gesetz verloren gehen. Und wer das Gesetz haft und doch sündigt, wird durch das Gesetz verurteilt worden. Für Gott sind nicht die gerecht, die das Gesetz hören, aber die dort tun, was das Gesetz sagt. Dann waren Heiden, die das Gesetz nicht haben, uit dem eigenen Gewissen tun, was das Gesetz sagt, sind sie sich selbst das Gesetz, wenn sie das Gesetz auch nicht haben. Sie bewiesen damit, dass an das Gesetz am Horten geschrieben ist. Und ihre Gewissen beeinflussen an, dass ihre Gedanken sich an ihren anderen verkleuren oder Gottheiten, was sie tun, an den Tag, an den Gott durch Jesus Christus alle geheime Gedanken am Menschenhort rechten wird, so als mein Evangelium lehrt. Sei du fair, du nannst die ein Jud und verlatst die auf das Gesetz, und bist stolz damit, dass du Gott kannst, und mit seinen Willen bekannt bist. Und weil du mit dem Gesetz ungerecht bist, proefst du zu tun, was das Beste ist. Und trust du dat toe, die blinge Leiden zu kennen, und ein Licht für die zu sein, die am Düsteren sind. Du wirst die Trachtwesen, die noch nicht verstehen, und die Anwendungen belehren. Du hast am Gesetz die Wahrheit, an allem, was du brauchst zu weiten. Warum deist du, die du andere belehrst, die da nicht selbst belehren? Du, die du andere predigst, dass sie nicht stehlen sollen, deist du stehlen? Du, die du sagst, dass einer die Ehe nicht bedecken soll, brachst du die Ehe? Deist du, die du ein Aufschub für die Jetzen hast, Tempels berauben? Du prolst mit das Gesetz, aber deist du nicht, dadurch Gott entehren, dass du das Gesetz brachst? Gerade wegen du wird Gott sein Nomen und ihr der Heiden gelastet, so als geschrieben steht. Sicherhaft die Beschneidung wird, weil je das Gesetz holen. Aber wenn du das Gesetz brachst, bist du nicht besser als ein Unbeschneidener. Wenn dann nu ein Unbeschneidener deit, was das Gesetz verlangt, wird sein Unbeschneide sein dann nicht worden angesehen aus einer Beschneidung? Wird die dann nicht, die am Körper nicht beschneiden ist, und über das Gesetz holen deit, den Rechten, die das Gesetz haft und beschneiden ist, wenn die das Gesetz brechen deit? Dann dort ist noch kein Jud, den dort bloß von Büten anzusehen ist. Und die Beschneidung ist auch nicht dort, was am Fleisch gedonen wird. Aber ein Jud ist die innerlich einer ist, und die Beschneidung ist dort, was durch den Geist am Horten passiert, und nicht durch das geschriebene Gesetz. Und die wurden von Gott gelobt worden, und nicht von Menschen. Kapitel 3. Was haben die Juden dann für ein Verrecht, oder was nutzt an der Beschneidung? Das haft einen großen Wert.
Erstens, an wir dort anvertraut, was Gott geredet hat. Wat aber, wann da so ne wären, die nicht leben? Dort seht nicht, dass Gott wegen ihren Unglauben wird antreu worden würdet, so jaft het niemals. Und wenn alle Menschen leiner sind, Gott ist wahr, so als geschrieben steht, dass du durch deine Wert gerecht vor dich wirst und zum Rechten kämpfst, wenn du gerecht wirst. Aber wenn Gott durch unsere Ungerechtigkeit seine Gerechtigkeit beweisen kann, was soll wir dort zu sagen? Dass Gott ungerecht ist, wenn er uns straft? Ich rede nu so, als Menschen reden würden. So gibt es nicht. Wo soll Gott selbst die Welt rechten? Wenn Gott seine Wahrheit und Herrlichkeit durch meine Leges für einen Tag kommt, warum soll er mich dann noch aus ein Sünder strafen? Warum da nicht so sein, so als wir lasterlich beschuldigt worden, dort wir so reden, weil wir schlechte tonen, dort durch Gott kommen kann. Die so sagen, den trifft gerecht mit Recht. Was sagen wir nu? Sehen wir Juden besser auf? Nee, auf keinen Weg. Denn wir haben dort all klar bewiesen, dass beide Juden und Griechen Sünder sind. So als es geschrieben steht, dort ist nicht ein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der ein Verständnis für Gott hat oder nur am Siegen deit. Sie haben alle Gott seinen Weg verloren und sind nutzlos geworden. Da ist nicht einer, der noch deit, was Gott ist. Ihre Kehl ist ein offenes Graf, ihre Tung redt bedriegende Leges. Und ihre Lippen ist Schlangengift. Ihr Mühl ist voll Fliegen und Betternis. Sie sind plötzlich auf der Feit, wenn es darauf ankommt, Blut zu vergeten. Aber ihre Weg ist erst nicht aus Trühe, weil sie alles in den Grund bringen. Und sie kennen den Weg nicht, ob den durch Fried ist. Sie sehen nicht, dass Gott zu fürchten ist. Dit weet wie, wat dat Gesetz zu sagen haft, sagt het zu die unter dat Gesetz sind, zodat keiner jeden anreden kann, und die ganze Welt sehen muss, dass sie für Gott verantwortlich sind. Denn der Gesetzeswerken wird kein Mensch für Gott gerecht worden, denn dadurch ist es bloß zu sehen, was Sinn ist. Aber nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit für den Tag gekommen, ohne das Gesetz, wann auch das Gesetz selbst und die Propheten all davon reden deden. Dort ist Gott seine Gerechtigkeit, der hij all die geven deed, die an Jesus Christus geleben. Denn da ist kein Unterschied, weil alle Mann gesündigt haft und daran zu kort kämpft, was bei Gott sein soll, schenkt Gott an die Rechtfertigung und Genoden durch die Radung, die an Jesus Christus ist, den Gott ausgewählt hat aus dem Genodenstuhl, wo durch Christus sein Blut Vergebung von unseren Sünden zu haben ist, wann wir an Christus leben. Gott seine Gerechtigkeit soll dadurch für den Tag kommen, dass er die Sünden vergeben hat, die unter seine Geduld geblieben wären. Das soll dann gerade beweisen, dass Gott gerecht ist und dass er die gerecht mögt, die an Jesus leben. Was wird dann nicht all uns groß reden? Das ist ut damit. Ich wort für ein Gesetz, ich worken, nee, durch ein Gesetz, das aus dem Glauben kommt. Dann wie stonen darauf, dass ein Mensch, der im Glauben gerecht wird, und nicht durch Worken, die das Gesetz verlangt. Oder ist Gott bloß der Juden ihr Gott? Ist er nicht auch der Heiden ihr Gott? Jo, auch der Heiden ihr Gott. Denn Gott ist mal einer. Er wird die Beschnittene recht vor den, will sie leben, und gerade so die Unbeschnittene auch durch ihren Glauben. Mögt wie durch den Glauben dann das Gesetz zu nicht? Auf keinen Weg, gerade am Gegenteil. Wir setzen das Gesetz in Kraft. Kapitel 4. Was soll wir von Abraham und unseren Stammvater sagen? Dann, wenn Abraham durch seine Worte gerechtfertigt wird, dann haft er wat worauf er groß reden kann, aber nicht für Gott. Dann wird sagt die Schrift. An Abraham gelebt, und dort wird Amos seine Gerechtigkeit angerechnet. Dem, der arbeiten deed, wird sein Lohn nicht aus ein Geschenk angesehen, aber aus was, das er verdient hat. Aber für dem, der nicht mit Worken umgeht, aber an den gelebt, der die Gottlose gerecht mögt, dem wird sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit angerechnet. So als Duft all von den Serien redet, die über so einen Mensch käme, den Gott ohne seine Worken gerecht sprechen deed,
Selig sind die, denen ihre Ungerechtigkeiten verjeft sind, an denen ihre Sünden bedagt sind. Selig ist der Mann, den der Herr seine Sünden nicht anrechnet. Ist diese Seligkeit dann bloß für die, die beschnitten sind, oder auch für die, die nicht beschnitten sind? Dann wie sein, dass Abraham sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit angerechnet wird. Wann wird am sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit angerechnet? Aus er beschnitten wir oder aus er noch nicht beschnitten wir? Nicht aus beschnitten, aber aus er noch nicht beschnitten wir. Und er kriegt die Beschneidung aus ein Teken für seine Gerechtigkeit durch im Glauben, den er haut, ehe die beschnitten wir. Dat hij een vader over al die zinnen wordt die durchleven worden, ohne beschnitten te worden. Dat aan de gerechtigheid kan aangerekend worden. En dat hij een vader zijn kan voor de beschnittenen die niet van beschnittenen komen, en aber en onze vader Abraham zijn geloven wandelen, den hij houdt eer hij beschnitten weer. God versprach Abraham en zijn nakomen niet dat zij de Welt over worden wil zij dat gezaad hielden, aber weil Gerechtigkeit durch im Glauben kam. Dann, wenn die het met dat gezadsholende over sind, dann ist het met den Glauben nicht. Und was Gott versprochen hat, hat die Kraft verloren. Dann dat Gesetz fordert Rach. Aber wo kein Gesetz ist auch kein Übertreten. Darum hängt dat bei uns ganz und gar vom Glauben auf, dat dort uit Genoden komen kan wat Gott allem versprochen hat. Nicht bloß die het met dat Gesetz holen, aber auch all die durch den Glauben zu Abraham seine Familie gehören, die ein Vater über uns alle ist, so als het geschreven steht. Ich hau die ein Vater über viel Völker gemacht, an denen Gott seine Gegenwart an denen du lebst, die de Dode dort Leben jaft, und dort für einen Tag bringt, wat noch nicht da ist. Abraham hoopt nog als al niets te hopen weer, dat hij nog een vader over veel volken worden wordt. Daarop wordt weer gezegd worden, zo zullen die nakomen zijn. Hij leidt er weer niet no im geloven, want hij daaraan dacht, dat zijn liefste goed als dood weer, en dan hij weer bij 100 jaar oud, en dat Sarah ihre liefmutter geen leven meer houdt. Aber in zijn geloven twijfelt hij niet aan dat wat God hem versproken houdt. Hij wordt im Glauben immer sterker en geeft God de eer. En hij wil zich ganz sicher dat God hem dat geven kon, wat hij hem versproken houdt. Daarom wordt hem dat als gerechtigheid aangerekend. Dat wordt evens niet bloos om zijnethalven geschreven, dat hem dat weer aangerekend worden, aber ook om onzethalven wil wie aan den geleven, die Jezus vom dood opwierp. Die door hen gegeven wordt voor onze zinden te sterven, en vom dood opgewürgt wordt, dat wie kunnen gerechtvaardigd worden. Kapitel 5. Weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den uns der Weg opging nur die Gnade, in der wir stohnen, und wir freuen uns an der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sehen. Aber nicht bloß dort. Wir sind hier auch froh, wenn wir an Trühe und Lieden geraten, dann durch Lieden lehren wir geduldig und staunhaft sein. Und staunhaft sein baut unseren Charakter ab, und dort wirkt in uns Hoffnung. Und Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden worden, weil uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Leben in Hort gegoten ist. Dann, als wir uns selbst nicht helfen können, starb Christus für uns Gottlose zur rechter Zeit. Da wird schwor, wer für einen gerechten Mann sterben. Doch, für einen guten Mensch mochtet wer wären zu sterben. Aber Gott beweist uns seine Leben darin, dass Christus für uns sterben deed, als wir noch Sünder wären. Wofür mehr dann, nu dass wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch ihn von Gott seinen Ohren verschont blieben. Dann als wir noch Gott seine Feind wären, wird wir durch seinen Sehen sein Tod mit ihm versöhnt. Und nu dass wir gerat sind, wofür sicherer können wir uns die Radung doch stellen, weil er in uns lebt. Und nicht bloß das, wir sind auch froh in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. Darum, so als durch einen Mensch die Sünd in der Welt ernannt kam, und durch die Sünd der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreit,
weil sie alle sündigten. Die sind wie in der Welt, ehe dat Gesetz gegeben wird. Aber ehe dat Gesetz käme, wir nicht dort bestimmen können, was sind wir. So außer doch wir. Der Tod herrscht von Adam bis Moses. Sogar über die nicht kriegt so gesündigt houden aus Adam. Hij wie ein Aufbild von denen, die da kommen soll. Aber mit Gott seine Gnade, die hij uns schenkt, ist das nicht so aus mit Adam seine Sünd. Wenn durch einem seine Sünd, der Tod über viele käme, dann wird Gott seine Gnade so viel geraten, dass durch einen Mensch, Jesus Christus, durch Gott seine Gnade Vergebung zu haben ist. Und mit der Gabe ist das nicht so aus mit dort, dass durch dem käme, der da sündigt. Dann nur eine Seite han, käme durch die eine Sünd, dat gerecht, dat er verdammt, aber nur die andere Seite han, bringt die freie Gnade, die Rechtfertigung für viele Sünden. Durch Adam seine eine Sünd, herrscht der Tod über allem. Aber die sich Gott seine Gnade und Gerechtigkeit schenken lassen, sollen am Leben durch Jesus Christus herrschen. So als durch einen Mensch seine Sünde die Verdammnis über alle Menschen käme, gerade so käme durch einem seine Gerechtigkeit die Rechtfertigung für alle Menschen. So als durch einen Mensch sein ungehorsam sein viele zum Sünder worden, so wurden durch den einen sein gehorsam sein viele gerecht gemacht. Das Gesetz wird gegeben, dass die Sünd mehr für einen Tag kommen soll. Aber wo die Sünd teilnehmen, wird immer noch mehr Gnade. Dort, so aus die Sünd am Tod herrscht, gerade so soll die Gnade und Gerechtigkeit durch Jesus Christus unseren Herrn zum ewigen Leben herrschen. Kapitel 6. Was soll wir dann sagen? Soll wir beim Sünden bleiben, dass die Gnade dadurch geraten wird? Auf keinen Fall. Wo soll wir, die wir für die Sünden tot sind, wieder binnen leben? Oder weet je nicht, dass wir alle, die wir an Jesus Christus gedeibt sind, an seinen Tod und dann gedeibt worden? Darum wird wir durch den Deipen mit am Tod am Tod begraft, dass wir so als Christus auch durch den Vater seiner Herrlichkeit können, vom Tod abgewürgt worden und ein neues Leben leben. Dann, wenn wir mit Christus an seinem Tod eins geworden sind, wo wir auch sicher mit ihm eins sind, so als er vom Tod abstund. Weil wir weten, dass uns alle Menschen mit am Tod gekreuzigt ist, dass es mit unseren Sünden lief und eng haut, dass wir die Sünd nicht mehr dienen. Dann wer gestorben ist frei von Sünd. Wenn wir nu mit Christus gestorben sind, leben wir auch, dass wir mit ihm leben sollen, weil wir weten, dass Christus vom Tod abgestanden ist, niemals war er zu sterben. Der Tod kann nicht länger über ihm herrschen. Dann den Tod, den er starb, hat er nur einmal geleden, und damit ist er von der Sünd los. Das Leben aber, das er nu lebt, lebt er für Gott. Gerade so holt ihr dafür, dass ihr für die Sünd tot sind, aber an Christus Jesus lebendig für Gott. Darum lässt die Sünd nicht an jenen stofflichen Lief herrschen, dass ihr nicht daunen dürfen, wo nur die Sünd gelasten hat. Laat die Sünd keine Glieder an jenen Lief brocken, die Ungerechtigkeit zu dienen. Geeft je leven Gott aan als zonen die vom Tod zum Leben gekommen sind, und laat am jene Glieder brocken, die Gerechtigkeit zu dienen. Dann die Sünd soll nicht über je herrschen können, da je sind nicht unter das Gesetz, aber unter die Gnade. Was dann nu? Können wir sündigen, weil wir nicht unter das Gesetz, aber unter die Gnade sind? Aber niemals. Weet je nicht, wann je wem Hand geben zu dienen, dass je dann dem sein Knecht sind, den je gehorchen, entweder die Sünd, die zum Tod führt, oder die Gehorchsamkeit, dem mit Gerechtigkeit leint. Aber Gott sei gedankt, wann die auch an die Sünd versklavt wären, je sind von Horten gehorchsam geworden, je an die Lehre zu holen, die je zum Vorbild gegeben wird. Dan nu dat je van de Sünd frei geworden sind, sei je an die Gerechtigkeit versklavt. Weil je natürlich noch schwach sind, red ich in alldeutsche Menschensprach, so als je jene Glieder an die Ungerechtigkeit handgegeben haben, eine Ungerechtigkeit nur die andere zu dienen,
so geeft jullie leden nu aan de gerechtigheid te dienen, dat die heilig worden. Dan als je aan de zin verskloofd wären, houdt de gerechtigheid geen hout aan je. En wat bracht die tijd je aan, ding met die je nog schämen waar je door aan denken, dan de vierden gode laatst om dood. Aber nu dat je van de zin vrij en aan God verskloofd zijn, heb je doordat de heiliging gewonnen en hebben dat eeuwige leven. De loon den de zin tolt, is de dood. God aber schenkt dat eeuwige leven en Jezus Christus onze Herrn. Kapitel 7. Oder, weet je niet, Breder, dan ik reed te zonen die dat je zaad kennen. Dat je zaad maar zo lang even een mens te gebeden heeft als de mens leeft, dan de bevriede vrouw is aan een man maar zo lang gebonden als de man leeft. Maar wanneer een man storft, is ze van dat je zaad los dat aan een man bonk. Wanneer ze zich aan een ander man bingen laat, während man nog leeft, is ze een ehebrekerin. Maar wanneer een man storft, is ze van dat je zaad los, zodat ze niet een ehebrekerin is, wanneer ze zich aan een ander man bingt. Mijn breder, groot zo wie dat ook, dat je door Jezus zijn dood, voordat je zaad storven, dat je aan een ander kunnen gebonden worden. Dat is aan den die van dood opstond, dat je van God vrucht dragen. Zolang als we onbekeerd am Fleisch wären de zindliche Leidenschaften, durch dat je zaad je reizt, en onze leden aan de arbeid vrucht te dragen die zum dood führt. Aber nu zijn we van dat je zaad los en dood verdaut, aan dat we gebonden wären. We hebben nu een nieuwe dienst am Geist, en niet meer dat oude geschrevene Gesetz. Wat zal we dan zeggen? Is dat Gesetz sind, aber niemals. Genau dat Gegenteil. Ik word niemals gewusst hebben wat sind wir, wanneer dat Gesetz niet gekommen wir. Ik word niet weten wat last wir, wanneer dat Gesetz niet gesagt houdt, lot die niet gelasten. Aber de Sinn brucht dat Gesetz allerhand Last an mij te waken, dan wo kein Gesetz is de Sinn dood. Ik leefde eine tijd ohne dat Gesetz, aber als dat Gesetz kwam, leefde de Sinn op en ik starf. En dat kwam zo ram, dat Gesetz dat mij had zal leven brengen, bracht mij den dood. De Sinn neemt de gelegenheid, mij durch dat Gesetz te bedriegen en durch datzelfde Gesetz dood te maken. En doch is dat Gesetz heilig. Dat gebod is heilig, recht en goed. Wordt dat wat goed is van mijn oorzaak zum dood? Op keinen weg. Dat wie de zind, dat het voor een dag komen zal, dat de zind de oorzaak weer die mij den dood bracht. Dat het voor een dag kwam, wo zind hoofd de zind is. Dan wie weten dat het Gesetz geistlich is, aber ik zie Fleisch. Een geloof aan de zind verkauft. Ik kan mij zelfs niet verstonen, dan ik doe niet wat ik doen wil, aber doe groot dat wat ik houd. Aber wanneer ik groot dat doe wat ik wens niet te doen, dan stem ik met dat Gesetz en stoot toe dat dat Gesetz goed is. Dan zie ik dat niet meer die dat deed. Dan is het de zind die in mij woont. Dan ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees woont nog godet. Den willen godet te doen heb ik, aber ik breng dat niet voor dich. Dan dat goede dat ik doen mocht, doe ik niet, aber dat beze dat ik niet doen mocht, doe ik. Wanneer ik rood dat doe, wat ik niet doen mocht, dan zie ik dat niet meer die dat deed. Dan is dat de zind die in mij woont. Dat is dan nu allemaal zo. Ik mocht dat goede doen, aber dat beze is nog immer in mij. Dan innerlijk stem ik met vrede met God zijn Gesetz. Aber in mijn geleden zie ik een ander Gesetz, dat jegen dat Gesetz stridt dat ik doen wil, en mij aan dat zindliche Gesetz versklooft, dat nog in mij is. Wer wordt mij elendig wraak van den doden lief vrijmaken? God zie je dank door Jezus Christus onze Herrn. Dan is het nu zo. Ik zelfs met mijn willen, dein God zijn Gesetz, aber mijn vlees, die sind Gesetz. Kapitel 8. Daarom is nu niets meer te verdaumen aan die in Christus Jezus zijn, die niet zo leven als dat vlees verlangt, maar zoals de geest dat verlangt.
Dan de Geist, die durch Jesus Christus Leben geeft, haft mij durch zijn Gesetz von de Sünd an den Tod zijn Gesetz vrijgemaakt. Dan war dat Gesetz nicht doen kon, weil dat durch dat Fleisch geschwagt wir, dat deed Gott. Hij schickt seinen Sohn en Menschengestalt als een Opfer voor de Sünd en verdammt de Sünd am Fleisch. Dat an ons kon voorgebracht worden, wat dat Gesetz verlangt, die wir nicht so leben, als dat Fleisch verlangt, aber so als der Geist dat verlangt. Dan die noch fleischlich sind, beschaffen sich mit dat Fleisch gehört. Die aber, die den Geist haben, mit Dingen, die vom Geist kommen. Wer sich bloß mit dat Fleisch beschäftigt, von dem meint het der Tod. Wer aber den Geist hat, von dem meint het Leben und Friede. Weil unsere fleischliche Natur gegen Gott ist und sich nicht zu Gott sein Gesetz schicken deit und auch nicht kaum, wenn sie auch noch will, dann die noch am Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Aber je sind nicht am Fleisch, je sind am Geist, wenn Gott sein Geist wirklich in je wohnt. Wenn aber irgendwer nicht Christus sein Geist hat, der ist dann auch nicht einer von die Sinje. Und wenn Christus in je ist, und der lebt dann auch durch die Sinn tot ist, jün Geist lebt um Gerechtigkeitshalben. Aber wenn dem sein Geist, der in je wohnt, der Jesus vom Tod abwirkt, dann wird der Jesus vom Tod abwirkt, jene stoffliche Liebe auch weiter zum Leben bringen, durch seinen Geist, der in je wohnt. Brüder, dann ist es nu so. Schuldner sind wir, aber nicht am Fleisch, dat wir dann leben müssen. Dann, wenn je so leben, aus dat Fleisch verlangt, moet je sterben. Aber weil je durch den Geist das Sündliche in je dood mögen, wo je leben. Die von Gott seinen Geist geleitet worden, sind Gott seine Kinder. Dann je haben nicht einen Glaubengeist gekriegt, dat je fürchten müssen. Je haben einen Geist gekriegt, den Gott je annimmt aus seine Kinder. Und je am anrufen aus Vater, lieber Vater. Der Geist selbst gibt unseren Geist dort getegnet, dort wie Gott seine Kinder sind. Und wenn Kinder, dann auch Gott seine Orven. Dort ist Christus seine Mitorven, dort ist wann wir mit am Tod leiden. Dann soll wir auch mit am Tod verherrlicht worden. Dann für mich zu beseinen, sind diese Lieder nicht wert, mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die uns soll offenbart worden. Alles, was geschaffen ist, lürt uit Ungeduld, dat Gott mit seine Kinder soll für den Tag kommen. Die Kreatur wird gegen ihren Willen von Gott bestimmt zu vergehen, weil Gott das so will, an der Hoffnung, dass die Kreatur selbst von ihrer Sklaverei, die dort verdorben eben anbringt, wird loskommen und in die Gotteskinder ihre Freiheit und Herrlichkeit entkommen. Dann wir weten, dass die ganze Kreatur noch einmal stehnend in Geburtswehen leiden deit. Und nicht bloß das, aber wie selbst uns, die Gott all seinen Geist geschenken hat, lüren donu, dass Gott uns aus seinen Sehens abnehmen und von unseren verjänglichen Körper freimachen soll. Dann in Hoffnung wird wir gerat. Aber eine Hoffnung, die einer sein kann, ist keine Hoffnung. Warum soll einer auf was hoffen, dass einer sieht? Aber wenn wir auf was hoffen, dass wir nicht sein, dann lügen wir geduldig noch. Und gerade so hält der Geist uns in unsere Schwachheiten, dann wir weten nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Aber der Geist betet für uns mit so ne Gefehle, dass wir nicht wir dafür haben. Und hey, der unsere Horten und ihr siegt, weet wat der Geist am sein haft. Dann der Geist betet für die Heilige Dono aus Gott dort gefällt. Wir weten, dass Gott an alle Dingen immer das Beste wirkt für die am gut sind. Dat sind die hij geroept heeft zoals hij dat wil. Die hij verheer uit zijn houd, houdt hij bestemd zijn zeen te lignen, dat hij onder vele breder mocht de eerstgeborene zijn. En die hij hem vooruit bestemd houdt, die heeft hij ook geroopt, en die hij geroopt heeft hij ook gerechtvaardigd. En wem hij gerechtvaardigt, die verhelpt hij dat ze herrlich worden. Wat zullen we hier te zeggen? Wenn Gott op onze zijde is, wer kan dan gegen ons zijn? Wordt die zijn eigen Sehen voor ons alle handgeeft, ons dan niet alles met arm schenken? Wer will Gott seine Auserwählte beschuldigen?
Gott ist es, der an gerecht mögt. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, mehr als dood. Hij wordt vom dood opgewekt en ist nu bij Gott zur rechter Hand en bet voor ons. Wer soll uns von Christus in der Leben scheiden können? Sollen Leiden oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Armut oder Gefahr oder dort Schwert, so als geschrieben steht, dienethalben wo wir den Tag ewer angeschlacht, wie worden aus Schlachtschop angesehen, aber in all dit hab wie de Ewerhand, den dienethalben, die ons leef haft. Dan ik zie me zeggen dat weder dood nog leven, weder engel nog gewalten, weder gegenwoord nog toekomst, een ding die nog komen zullen. Nicht die Welt over ons, noch die Welt onder ons, noch irgendeine andere Kreatur ons van Gott zijn leven scheiden kan, die an Jesus Christus unseren Herrn ist. Kapitel 9. Ik zei u de waarheid in Christus, en de Heilige Geist geeft mijn gewissen dat getekend dat ik niet lieg. En dat ik zo om u bezorgd zie, dat mij dat hart dag en nacht weideed. Ik heb mij gewünscht, om mijn Israelitische Breide zelfs van Christus verbound te zijn. Zij gehören zu Israel, die Gott sich will, seine Kinder zu sein. Gott mögt mit einen Bund und leidt an seine Herrlichkeit seinen. Hij geeft aan dat Gesetz, an den Gottesdienst, an die Hirten die Voders, die Gott dort versprechen geeft dat van aan, nom Fleisch no, die Christus wordt geboren worden, die der eeuwig alles is. Gott sie ewig geloofd. Amen. Dat is aber nicht, dat Gott sein Wort nicht geholen haft, denn dat sind nicht alles Israeliten, die von Israel herstammen. Und darum gehören die auch nicht alle zu Gott sein Volk, die von Abraham aufstammen. Die Gott sich wählt, sollen durch Isaac kommen. Dat meint, Menschen, die auf dem gewöhnlichen Weg vom Fleisch geboren worden, sind noch nicht Gott seine Kinder. Hij teilt die aus Abraham seine Nachkommen, die sich daran hielden, was Gott versprochen hat. Dann dit ist, was Gott versprochen hat. So diese Zeit, wo ich weiterkommen, und dann wird Sarah ein Sehen haben. Aber nicht bloß dit. Rebecca droeg 2 Jungs von unseren einen Vater Israel. En eer die geboren worden, en nicht Gott noch schlechtet gedonen houden, dat Gott mit seine Wohl wieder durchkäm, dat het nicht von Werken aufhängt, aber von Berufen seinen, wordt Rebecca gesagt, dat de älteste Sehen den jüngsten deine wird. So als geschrieben steht, Jakob wäre Gott, aber Esau Hausdeck. Was soll wie dann sagen? Gott deed doch nicht angerechtet. Oder jo, so jaftet niemals. Dan hij sagt zu Moses, ik word dem begnodigen, dem ik begnodigen wil, en ik word mij erbarmen, over wem ik mij erbarmen wil. Daarom hängt dat nicht von een mens zijn Willen auf, oder wo sehr hij sich anstrengt, aber von Gott seine Gnade. Dan die Schrift sagt zu Pharao, ik heb gerade die von der kommen lassen, meine Kraft durch die zu beweisen, dat mijn Namen doordat in de ganze Welt bekannt worden soll. Dat sagt, dat Gott Gnade beweisen deed wem hij wil, en verhoorden deed wem hij wil. Nu sagst du, waarom beschuldigt Gott die Menschen dan? Wer kan gegen zijn willen gaan? Dat is gerade anders, Mensch. Wer bist du, dat du Gott gegen aanreedst? Kan een Top zu seinen Strecker sein, waarom hast du mir so aus dit gemerkt? Oder haft ein Topstrecker nicht dat Recht von seinen Leim, ein Gefäß zu ehren und das andere zum gewöhnlichen Gebrauch zu merken? Wat ist dann, wenn Gott seine Macht an seinen Ohren und die Gefäße bewiesen hat, die da reid sind, verdammt zu worden, die hij so lang euer grote Geduld gedrückt hat? Dat deed hij ook zu wiesen, wo wirklich hij seine Herrlichkeit und die Gefäße beweist, die in der Gnade stunden, die hij vorher von seiner Herrlichkeit reingemacht hat. Und dat sind wir, die hij dazu berufen hat, nicht bloß von den Juden, aber auch von den Heiden. So als hij in Hosea sagt, ich war die nicht mein Volk wären, mein Volk nahen. Und war die Gott zijn, die keiner vorher leef hat. Und dat soll so kommen, dat wo du gesagt wordt, je sind nicht mein Volk,
da soll je den levenden Gott seine Kinder genannt worden. En Jesaja seht van Israel, en an Israel ihre Kinder so viel zijn worden als de zand am Meer. Selig zijn maar die da ewig blijven worden. Dan wordt de Herr gesagt heeft, wordt hij op Erden bald uit dem Grund durchführen. En gerade so als Jesaja gesagt heeft, wann der Herr Zebaoth uns nicht wem haut ewig blijven laten zu Sod, dann wird mit uns so angekommen als mit Sodom und Gomorra. Was soll wie dann sein? Dat Heiden, die nur keine Gerechtigkeit suchten, Gerechtigkeit fangen, eine Gerechtigkeit, die durch im Glauben kommt, und aber Israel, der durch im Gesetz nur Gerechtigkeit strebt, haft die nicht gefangen. Warum nicht? Weil sie die nicht durch im Glauben sagten, aber so als wann die durch Worken zu verdienen wäre. Sie starrten sich an den Stein, gegen den sie rannten, so als geschrieben steht. Kijkt mal, ik lei en Zion en Stein, über den sie sich euren, und wer an am geleeft, wordt nicht zu schande worden. Kapitel 10. Breide ik wens van Horten dat Israel selig worden mocht, en ik bid van an zu Gott. Dan ik geef aan dat geteknis dat sie voor Gott iveren, aber sie weten nicht am Wort. Weil sie Gott seine Gerechtigkeit nicht kannten, an ihre eigene versuchten herzustellen, unterordneten sie sich Gott seine Gerechtigkeit auch nicht. Dann Christus hat mit dat Gerechtigkeitsgesetz eingemerkt für all die durchleben. Moses schreef, wer sich an die Gerechtigkeit heeft die durch das Gesetz kommt, soll durch die Gerechtigkeit leben. Aber die Gerechtigkeit, die durch im Glauben kommt, sagt so, sei nicht zu dir selbst, wer wird abfahren Himmel, dat men Christus heraufholen. Oder, wer wird herauffahren nur de Todes, dat heet Christus von da herutholen. Aber was sagt er? Dat wordt es die, du hast dort Mühl auch am Horten. Dat is dat woord vom Glauben, dat wir predigen. Wann du mit dem Mühl Jesus als Herrn bekennst und glaubst, dat Gott am vom Tod abgewirkt hat, wirst du selig. Dann wer von Horten gelebt, wird gerecht. Und wer mit dem Mühl bekannt, wird selig. Denn die Schrift sagt, wer immer an am gelebt, wird nicht zu Schande worden. Denn da ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Denn dieselbe Haar ist Haar über allem. Recht genug allem zu geben, an was sie beten. Dann wer immer den Haaren in seinen Namen anruft, wird selig worden. Aber wo sollen sie den anrufen, an den sie nicht gelebt haben? Oder wo sollen sie an den leben, von denen sie nicht gehört haben? Und wo sollen sie hören, wenn kein Prediger ist? Und wo sollen sie predigen, weil sie nicht geschickt wurden? So als geschrieben steht, wo wunderschön ist es, wenn die kommen, die uns den Frieden predigen, die uns das Gute zu sagen haben. Aber sie haben nicht alle darauf geachtet, was das Evangelium sieht. Dann Jesaja sieht, Herr, wer lebt, was wir predigen? So kommt der Glauben uit die Predigt und die Predigt uit Christus sein Wort. Ich sage aber, die haben dort sicher noch niemals gehört, haben sie? Sicher haben sie. Ihre Stimme ist über die ganze Erde gegangen und ihre wird so weit aus dem Himmel reicht. Ich sage aber, Israel hat aber sicher nicht gewusst, dass sie, Moses sagt dort, ich will an you ein Aufgangsweichen durch die nicht ein Volk sind, und you zum euer reizen durch ein Volk, dort von nicht weit. Und Jesaja sagt, sehr brav, ich werde von denen gefangen, die nicht nur mich sagten, ich werde mit so bekannt, die nicht nur mich frühren. Aber von Israel sagt er, ich hol meine Hände Tag über ausgestreckt, nur ein Waderspanns Volk, das nicht horchen will. Kapitel 11. Ich sei dann, Gott hat sein Volk nicht verstaat, haft er, aber niemals. Denn ich sehe auch ein Israelit, Stamm von Abraham, uit Benjamin sein Stamm. Gott hat sein Volk nicht verstaat, dat hij sich vorhergewählt hat. Oder weet je nicht, was die Schrift von Elia sagt, wo die für Gott käm gegen Israel zu reden? Haar, die haben die Propheten doodgemerkt und die Altäre doodgereten. Ich sie allein eeuwig gebleven, und sie stonden mir auch noch im Leben. Aber was wird Gott seine Antwort?
Ik heb mij zelfs 7000 man geholen die ihre knieën niet ver Baal gebogen hebben. Gerade zo heeft zich dat ook nu erom genomen, dat der Gott seine Gnoden wohl, welke eeuwig gebleven zijn. Aber wenn dat uit Gnoden is, dan is dat niet meer durch Werken verdient, selbst wir Gnod nicht mehr Gnod. Wo ist het dan nu? Dat, wo nou Israel zegt, hebben ze niet gekregen, buiten de Uiterwelde, die hebben dat gekregen en die eeuwig worden verhoord. Groot zoals geschreven staat. God geeft aan een bedoelenden geest, uren die niet zijn en oren die niet heren. En zo is het nog vandaag de dag. En dooft zegt, laat er een dash van aan de slang en de faul worden, dat ze faulen en gestraft worden. Laat aan dat voor de uren diester worden, dat ze niet zijn kunnen. En bij aan den ryggen op Emma. Ik zei dan van Israël, ze staden zich niet zoveel dat ze vallen, deden ze, ganzen koor niet. Doordat dat zij vallen, is de heiden dat evangelium gepredigt worden, dat zal Israël aufjenstig maken. Want de welt doordat rijk wordt, dat Israël val, en velen de heiden te goed komt, hoeveel grater wordt dan gewenst zijn, waar ze alle komen worden. Ik red nu to u heiden, en wie ik de heiden der apostel zie, hoe ik mijn ambt huur, dat ik irgendwo mijn eigen volk reizen kon, dat zich van aan ook weer bekeert. Wanneer dat de verzeinung van de welt meint, als God aan te zien zat, wat wordt het dan zes zinnen als van dood zum leven komen, wanneer God aan aannemen wordt? Want dat eerste stuk die ik heilig is de ganze klompen heilig. En wanneer de wortel heilig is, zijn de aaster ook heilig. Maar wanneer van de aaster waltje afgebroken worden, en du vom willen eilboom mag gerne een gepropt wordt, dat u met een taub, een poort, aan de rijke wortel am eilboom verhoudst, denk niet dat u hecher stijst als de andere aaster. Zie niet stolt, aber denk eraan, du hältst nicht die wortel op, die wortel draagt die. Du wirst dan zeggen, da worden aaster uitgebroken dat ik door kunnen ingepropt worden, ganz recht. Die worden aufgebroken, weil sie nicht leefden. En du stijst bloos durch dienen geloven. Daarom sie nicht stolt, fertig die leven. Wenn Gott die aaster nicht verschont, die von Natur gewassen wären, wird hij die ook nicht verschonen. Dan sei nu eenmaal, wo leeftolig ook wo eerens Gott is. Eerens to die die gevallen zijn, aber to die is hij leeftolig, wanneer du bij hem blijft. Wanneer aber nicht, wirst du ook uitgebroken worden. En jane ook, wanneer die niet en een ongeloven blijven, worden die terug in gepropt worden, dan God kan die waarde terug in proppen. Wanneer du van een willen eilboom afgebroken en jegen dat natuurgesetz best en een tomen eilbomen ingepropt worden, hoeveel meer zullen dan niet deze tome aaster terug in een eigen boom ingepropt worden? Breide ik wel niet dat je dit geheimnis niet weten, dat je niet nog stolt worden. Israël is zum deel met blindheid gesleuren, aber maar zolang wat de heiden en volle zool en ingegonen zijn. En dan wordt gans Israël selig worden, zoals geschreven staat. Uitziehen wordt die komen die aanraden wordt. Hij wordt Jacob zijn gottlosigheid ontzien schaffen. En dit is mijn testament, met aan, wanneer ik met ihre zinden opriemen word. Vom evangelium uitgezien zijn ze fiend om junet halven. Aber God kijkt zo op aan, dat hij aan goed is om ihre voeders te halven. Dan wordt God gegeven en beroepen heeft, jij het niet terug te nemen. Groot zoals je God te eine tijd ongehoorzaam wären en nu aber zijn begenodigd worden, wil Israël ongehoorzaam is, groot zo zijn zij nu ongehoorzaam, dat zij durch de genode, die u bewezen wordt, ook kunnen begenodigd worden. Dan God heeft allem als ongelevend gestampeld, dat hij zich over allem erbarmen kan. O, wo rijk is toch ons God aan beides, wijsheid ook erkenntnis. Wo onmöglich is het toch zijn gerechte te begrijpen, en zijn wege zijn niet te verstonen. Dan wer heeft gewist wat God hem zijn houdt, oder wer wir zijn roodgever?
Oder wer haft am eerst wat je geeft, dat am dat kon teruggetold worden. Dan alles wat er is, komt van arm en is derg arm en is vaar arm. Hij zal in alle eeuwigheid door geëerd worden. Amen. Kapitel 12. Breder, wil God aan u zoveel genood en erbarmen bewezen heeft, ermoon ik u ook jullie lief, God te geven als een heilig, levend Opfer, dat God aannemen kan. Laat dat je een geistlicher Gottesdienst zijn. Anstalt je niet deze Welt gelijk. Je zullen durch jullie nieuwe Gesinnung verändert worden, dat je weten kan wat God zijn willen, wat goed, aangenehm en volkomen is. Durch de genade mij gegeven is, zei ik u, en jeder einem denkt van u niet meer als je werkelijk sind, aber schatzt u nur auf, als Gott u Glauben geschenkt heeft. Dann so als wir an einen Körper viel Glieder haben, und die Glieder aber nicht alle dasselbe zu tun haben, so sind wir viele ein Lief an Christus. Und auch einander sind wir Glieder an einen Lief. Und weil unsere Gaben sich dann unterscheiden aus uns Gnade geschenken ist, weil wir die in jeder Dono brücken. Wann predigen ist, dann Dono aus uns dazu Glauben geschenken ist. Wann deinen, dann Dono deinen. Wann lehren, dann Dono lehren. Wann ermonen, Dono ermonen. Wann geben, dann rechtlich. Wann ander verstonen, dann flietig. Wer erbarmen heeft, zal dat met vreden doen. Jullie leven zal niet heuchlerisch zijn. Houst wat slecht is en houd vast wat goed is. Als breder zal je een ander van hart en goed zijn. Merkt immer ruim voor de nächsten zijn eer. Ziet niet vuil. Wanneer het komt te doen wat je doen zullen, ziet dringend am geest dan haren te dienen. Ziet vrouw en je hoopnung, geduldig en triebsal, aanhoudend am gebed. Halb jaren wo de Heilige dat veelt. Ziet gastvrij en opnemend. Zegend die je vervallen. Zegend en vliegt niet. Vreit je met die met die door vrouw zijn en hield met die met die door hielen. Leeft en eenigheid aan je ander. Denkt van jezelf niet hoger uit. Geeft je ook met die auf die door leeg stonen en houdt je niet zelfs verkleur. Wordt je slachtet aan je donen, tolt dat niet met slachtet terug. Streef te doen wat eerbaar is, en alle mensen ten goeden dient. Doet alles wat je kan, wat meerlijk is, met alle mensen vrede te hebben. Doet niemals raag even, lieve vriend. Geef God zijn oor ruim daartoe. Dan dat staat geschreven, raag even als mijn zaak, ik word terugtolen, zegt de Heer. Wanneer die een vriend hongert, geef hem te eten. Wanneer hem darst, geef hem te drinken. Wanneer dat zo deist, worst u hem doordat gelegen je kolen op een kop laaien. Laat u niet van dat bezen on je kriegen, dood goudet om dat bezen on je te kriegen. Kapitel 13. Laat allemaal de regering on je doen zijn die je wilt even am haft. En wanneer het niet van God kwam, wie keine regering. Dan God heeft de regeringen aangeordend. Daarom is de jan gegen God zijn ordnung, die gegen de regering is. En die door gegen aanzendt, worden een oordeel over zich kriegen. Wer zich goed beneemt, broekt zich niet voor de regering verrichten. Dat moeten maar die slechte tonen. Wanneer du die voor de regering niet verrichten west, dan doe goed het. En die worden die sogar door verloven. En dat is God zijn diener, die zum Gouden. Aber wanneer du deist wat slecht is, dan verricht die. Dan die draagt dat schwert niet van nust. Dan dat is God zijn diener racht to even over die bezig tonen. Daarom is dat nedig ongedaan te zijn, niet bloos uit furcht voor de straf, aber omdat je wissen zien het halven. Dit is ook waarom je taakstolen, weil de regerende diener zijn God zijn diener, die zich daartoe aangeven. Tolt allem wat je aan schuldig zijt, taaks den je taaks schulden, zal den je zal schulden. Vergt wem te verchten is, en eert die dat traaft. Ziet keinem irgendwoud schuldig, buiten de leef einer zum anderen. Dan wer zijn nächsten goed is, haft gedonen wat dat je zaats verlangt.
Dann gerot dit, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Gelüste loten. Und wann da 6 noch Gebote sind, die sind alle in das eine angeschlossen, du sollst deinen Nächsten so gut sein als die selbst. Leib wordt die Nächste nicht erreicht doen. Daarom is een Leib alles, wat het Gesetz verlangt. Dan doet dit, dan wie zijn aan de tijd dat de stund hier is, wordt voor je tijd als uit dem Sloop op te werken. Dan onze radung is nu nodig als dan als we zum Glauben komen. De nacht is meest voorbij en de dag is hier. Dan willen we nu de wolken uit de duisternis afleiden en ons daarmee kleiden wat zum Licht geheert. Dan willen we ons zo benemen als ons dat am Licht toekomen wordt. Niet aan een willet leven en superie, ook niet onze vleescheslasten willen loten, ook niet aan striderie en afkomst. Laat den Herrn Jesus Christus ganz de Kontrolle over u hebben en zie ik niet nur de gelegenheid dat vlees te willen te loten. Kapitel 14. Neemt die op, die nog zwak am Glauben sind, maar niet om over ihre Meinung te oordelen. Einer leeft, hij kan irgendwo eten, während de Schwache bloß Gemüse aat. Wer da eten deit, soll den nicht verachten, den nicht aat. Und wer nicht eten deit, soll den nicht rechten, der da aat. Denn Gott haft an beid angenommen. Wer bist du, en anderen zijn Knecht te rechten? Dat is voor zijn eigenen Haaren, dat hij steigt oder fällt, dan zijn Haar kaum am oprecht holen. En ein Mensch hält einen Tag Heche aus den anderen meinen, die Deur sind alle überein. Hierin muss sich in jeder an seiner Meinung sicher sein. Wer sich an verschiedene Deur hält, deit dort Gott zu ehren. Und wer eten deit, aat Gott zu ehren. Dann hij dankt Gott, während die nicht eten deit, auch Gott dankt, und die zu ehren nicht aat. Dann keiner lebt für sich selbst, und keiner stirbt für sich selbst. Dann waar wir leben, leben wir für den Herrn. Oder wann wir sterben, sterben wir für den Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehieren den Herrn. Dann dort es, wozu Christus starb und war zum Leben kam, dort hij über beid, dood je ook levende, Haar zijn kon. Aber du, waarom rächst du deinen Bruder? Oder du, waarom verachtst du deinen Bruder? Dann wir moeten alle vor Gott zijn Richterstuhl kommen. Dan door staat geschreven, zo sicher als ik leef, zegt de Herr, voor mij worden zich alle knieën biegen en alle tungen worden bekennen dat ik God zie. Daarom moet een jeder van zichzelf voor God Rechenschaft geven. Dan willen we daarom niet meer einer den anderen rechten, aber ons leven vernemen, einer en anderen niet een hindernis aan zijn weg te zijn. Ik weet, en door Christus zie ik mij daaraan zeggen, dat nicht für sich selbst onrein ist. Aber wer sich wat onrein denkt, für dem ist dat onrein. Aber wenn du deinen Bruder staatst, dort wat du eten deist, dann ist dein Wandel nicht ein Leib. Bring dem nicht einen Grund, durch dein Eten, für dem Christus gestorben ist. Lass dort nicht so weit kommen, dort über gelastet wird, wat für die gut ist. Dann dort Gottesreich erst nicht eten und trinken, dort erst Gerechtigkeit, Fried und Freude am Heiligen Geist. Dann wer Christus daran denkt, an dem haft Gott ein Gefallen und kann für Menschen bestohnen. Weil wir streben zu tun, was zum Frieden dient, und wodurch wir einer den anderen helfen. Da werden die Eten nicht Gott sein Werk an den Grund bringen. Dort Eten ist alle rein, aber dort ist nicht recht, was zu eten, wodurch ein anderer zu faul kommt. Dat is beter nicht Fleisch zu eten oder Wein zu trinken oder irgendwas zu tun, woran die Bruder sich staat, zu faul kommt und schwach wird. Hol deinen Glauben über so ein Ding zwischen die und Gott. Gelegentlich ist der Mensch, der sich nicht schuldig fühlt, über dort, was er lebt, reich zu sein. Wer aber im Zweifel hat, merkt sich schuldig, dann dort kommt nicht aus dem Glauben. Dann wat nicht aus dem Glauben kommt, es sind. Kapitel 15. Wie die doch stark sind, sollen die Schwachen ihre Schwachheiten drüben halten, und nicht uns selbst zum gefallen leben. Weil wir alle unsere Nächsten zum gefallen leben,
dat dat zum Goden en zu beten stenen kan. Dan sogar Christus leeft sich nicht selbst zum Gefallen. Aber so als geschrieben steht, dort womit sie die beleid wollen, es ab mir gefallen. Dan wordt immer vorher geschreven wir geschreven dat wir daaruit leren zullen, dat wir durch die Geduld en den Trost en de Schrift worden Hoffnung haben. En mocht die Gott van dem Geduld en Trost kämmt, ju dat schenken, dat je en Christus Jesus einig sind, dat je einig sind en einstimmig an zijn Herrn Jesus Christus seinen Gott en Vater loven. Nehmt u einen ander so ab, als Christus ju Gott zu ehren abgenommen haft. Dan ik sage u dat Jesus Christus de Juden dient, Gott seine Wahrheit vastzustellen, dat hij dat durchführt, wat hij ihre Vaters versprochen hat, en dat die Heiden Gott voor seine Gnade loven mochten, so als geschreven steht. Daarom wil ik die maken Heiden loven en van die Nomen zingen. En nog eenmaal zegt het, o Heiden, vreit u met zijn volk met. En nog eenmaal, al die Heiden looft den Herrn, zingt alle volken aan te loven. En nog eenmaal zegt Jesaja, daar wordt uit Jes in de wartel komen, en die door eruit komen wordt, over de Heiden te herrschen, op den worden de Heiden ihre Hoffnung zaten. Mocht die Gott van dem alle Hoffnung kämmt, ju durch junen Glauben, en volop Fried en Fried schenken, dat je Hoffnung durch den Heiligen Geist seine Kraft en je wausen mocht. En je, meine Brüder, ik zie mir zeggen dat je dat Gode en je haben, en van allem genoeg weten, dat je einander belehren kennen. Aber ik heb je doch even manches ganz driest geschreven, je denken te helpen, weil Gott mir die Gnade geschenken haft, Jesus Christus zijn Diener aan de Heiden te zenden, en als een priester Gott zijn evangelium te predigen, zodat de Heiden voor God een aangenehm Opfer sind, dat durch den Heiligen Geist geheiligt is. Weil ik aan Jesus Christus zie, kan ik met mijn dienst voor God stolz zijn. Ik wil het niet wären van irgend zestwoud te reden, als dat wat Jesus Christus durch mij, durch Wort en Werken, durch Tekens en Wunder, en Gottes Geist seine Kraft gewirkt haft, die Heiden bat dort zu bringen, dat sie Gott gehorchen. En so hab ik van Jeruzalem bat Illyrien alle wegen dat Evangelium van Jesus Christus gepredigt. Ik zie immer donne uitgewas dat Evangelium dort te predigen, wo sie von Christus noch nicht wisten, zodat ik nicht op een anderen zijn Grund büd. Lieber, so als geschreven steht, die, den von noch nicht gesagt ist, worden seinen, en die noch nicht gehört haben, worden verstohlen. Dit is waarom ik zo vaak sie gehindert worden, naar u te komen. Aber nu dat voor mij en deze gegenden geen ruim meer is, te arbeiden, en wil ik al veel jaren dat verlangen heb, u te zijn, plan ik dat te doen, wanneer ik naar Spanje reis. Ik reken u te bezoeken, wanneer ik doorderg kom, en dat je mij dan wieder op mijn reis helpen, wanneer ik eerst de vrijheid gehad heb, met u top te zenden. Nu aber zie ik op een weg naar Jeruzalem, de Heilige door te dienen. Dan die in Macedonië en Achaia hebben jaren wat top gelegd, de armen onder de Heilige in Jeruzalem te helpen. Die vreiden zich dat te doen, en zeggen zijn ze aan dat schuldig. Want de Heiden durch de Juden ihren geistlichen Segen genoten gehad haben, sind sie ook schuldig aan met te helpen, wat sie zum Leben brauchen. Wanneer ik dit nu verrecht heb, en door nu gezien, dat ze deze vrucht kriegen, wil ik op mijn weg naar Spanje bij u aanhouden. En ik weet, wanneer ik aankom, breng ik Christus zijn zegen en vollen moed met. Lieve broeder, ik ermoon u om onze Herrn Jesus Christus zijn het helpen, en durch de geestesleef, mij en mijn kampf en gebed te God bij te stonen. Beet daarom dat ik in Judea voor die bewoord blijf die niet leven, en dat ik mijn dienst aan de Heilige in Jeruzalem goed opnemen mocht, dat ik durch God zijn willen met vrede aankomen kan en mij met u te verrijven. Mocht de Vredensgott met u alle zijn. Amen. Kapitel 16.
Ik lei nog een goedet woord aan voor onze zuster Phoebe, die aan de gemeente en Kenkrea dient. Dat je am haren opnemen zoals het de Heilige toekomt, en dat je aan al geschäften bijstonen, wo dat fehlt. Dan zij haar veel anderen, en mijzelf ook geholpen. Je reist Priscilla en Aquila, mijn metarbeider en Christus Jezus. Die zaten er leven van mij op spel. Niet bloos ik, aber alle heidengemeenten zijn aan zeer dankbaar. Je reist ook de gemeente die zich bij aan hem huis verzamelt. Je reist mijn leven vriend Epinetus, die zich in Achaia dat eerste tot Christus bekeerde. Je reist Marien, die zeer schwoor voor je arbeid heeft. Je reist mijn vriendschap, Adronicus en Junias, die met mij taub inzetten moesten. Die tekenen uitmank de apostel, en die waren in Christus eer als ik. Je reist Ampliatus, den ik am haren goed zie. Je reist Urbanus, onze metarbeider in Christus, en ook mijn levend vriend Stakis. Je reist Paulus, die zich als Christ beweerd heeft. Je reist ook die met Aristobulus taub zijn. Je reist Herodian, mijn vriendschap. Je reist ook die uit naar Caesars, zijn familie, die am haren zijn. Je reist Trifena en Trifosa, die vroeger hebben schwoor voor den haren gearbeidet. Je reist ook de leven Persis, die zeer schwoor voor den haren gearbeidet heeft. Je reist Rufus, die de haar gewählt heeft, en ook Zine en mijn moeder. Je reist Asynkritos, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermas, en de breder bijaan. Je reist Philologus, en Julia, Nereus, en zijn zuster, en Olympus, en al die heiligen die bijaan zijn. Je reist je een ander met een heiligen kus. Alle christelijke gemeenten laten je reizen. Breder, zijt je ver voor die strijd en traningen aanstalen, en jegen die leergonen die je geleerd hebben. Geeft je met die niet auf. Dan zo'n mensen zijn niet aan Christus, aber aan zichzelf verskloofd. En daar glijf je weed en schmeichelreden vervieren zij onschuldige horten. Wo je horchsam je zendt, heeft allemaal geheerd. Daarom vrij ik mij over je, aber ik mocht dat je wij zendt dat gode te zijn, en onschuldig te blijven, wanneer het om slachten komt. De Friedensgott wordt den zo toen bouw taubknadden dat je den eure feit haben. Onze Herrn Jezus Christus zijn genode met je. Timotheus, mijn metarbeider, schickt je ook zijn groß. Zo ook Lucius, Jason, en zo zijn Pater, mijn vriendschap. Ik, Tertius, die diesen brief schrijf, gereist je am christlichen zijn. Gaius, zu dem zijn opnoem, ik en de ganze gemeente ons vrijen, schickt je ook zijn groß. Erastus, de Staatskausenführer, en ons broeder Quartus, laten je ook reizen. Mocht onze Herrn Jezus Christus zijn genode met je alle zijn. Dem, die je wat doorbrengen kan, dat je zeker stonen, zoals dat evangelium en de predigt van Christus leert, woordelijk dat geheimnis openbaard is, dat er weer stilgehouden worden, zolang als deze welt gestonen heeft, dat nu over je openbaard, en dat de profetenschriften voor een dag gekomen is, zoals de eeuwige God dat bevolen houdt, zodat alle volken aan hem leven en gehorchen kunnen. Die einzig wijze God zal in eeuwigheid door Jezus Christus geëerd worden. Amen.